Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher elektrisiert, deinem Kanal rund um den Škoda Enyaq. Mein Name ist Matthias und heute sprechen wir über die MyŠkoda App. Genauer gesagt über die Beta-Version der neuen MyŠkoda App. Denn die ist hier auf meinem Smartphone und die schauen wir uns an. Und Škoda hat mich nicht nur zur Beta eingeladen, sondern auch erlaubt, dieses Video zu machen, damit ihr auch schon einen Vorgeschmack bekommt, was bei dieser App passieren wird. Auf geht's! Ich weiß, dass ihr nun alle scharf darauf seid, zu erfahren, was sich hinter dieser grünen Beta-App verbirgt. Doch gleich ein Hinweis vorab, den hat nämlich Škoda auch direkt gegeben. Es gibt keine neuen Funktionen. Jetzt bist du vielleicht direkt enttäuscht und denkst dir, ja, was soll das Ganze? Nun, es gibt ein bisschen was anderes in dieser App. Das ist Verbesserungen an der Performance, aber das gucken wir uns natürlich an. Das ist ein komplett neues Design und vor allem haben sie den Fokus darauf gelegt, die Bedienbarkeit zu verbessern. Wann die App dann zu euch kommt, das kann ich euch Stand heute noch nicht sagen. Die Beta hat gerade erst begonnen. Die ausgewählten Beta-Tester geben jede Menge Feedback, ich natürlich auch eingeschlossen. Und darum ist dein Feedback auch so wichtig. Schreib mir das unten in die Kommentare rein, was du denkst, was du siehst, was dir nicht gefällt, was dir besonders gut gefällt. Ich werde es am Ende wieder zusammenfassen und zu Škoda schicken. Und jetzt ohne Umschweife schauen wir uns die neue App an. Wenn ihr die App das erste Mal startet, gibt es auch einen komplett neuen Anmelde- und Registrationsbildschirm mit einer hübschen Animation im Hintergrund mit einem Škoda. Das kann ich euch jetzt nicht mehr zeigen. Ich bin schon angemeldet. Ich starte die App jetzt einfach mal. Nachdem ihr angemeldet seid, sieht die so aus. Und was euch jetzt vielleicht schon aufgefallen ist, das ist die Geschwindigkeit dieser App. Da steht nichts mehr von MyŠkoda wird geladen wie in der alten App und dann wartet ihr noch ewig auf Daten. Die App ist fast sofort da und hat auch sofort die Daten des Autos. Das ist sicherlich schon mal die erste ganz große Verbesserung. Gleichzeitig hat sie ein komplett neues Design, das es natürlich auch im Dunkelmodus gibt. Und für das Video schalte ich aber wieder zurück auf den hellen Modus. Das ist besser erkennbar, denke ich. Neu ist auch, dass das Auto hier oben so halb angezeigt wird und nicht mehr komplett in der App ist. Warum? Das seht ihr noch später, weil sie das ein wenig interaktiv gestaltet haben, sodass es nicht einfach nur Platz frisst, sondern auch wirklich was darstellt. Wenn ihr jetzt hier noch so englische Begriffe in der App seht, das liegt daran, dass es eine Beta ist. Ich habe zwar auf Deutsch geschaltet, darum sind einige Begriffe auch auf Deutsch, aber es ist noch nicht alles übersetzt. Der Fahrzeugstatus ist jetzt neu, vor allem mit Symbolen dargestellt, nicht mehr mit einer großen Box, wo Texte drin stehen. Ihr seht, ich habe das Fahrzeug abgeschlossen. Wenn ich das Fahrzeug jetzt entsperre, wird es da gleich auch umspringen. Allerdings ist das Aktualisieren in der App, wie ihr seht, nicht immer instant. Darum habe ich sie gerade selber aktualisiert, aber es ging jetzt trotzdem schnell. Und jetzt seht ihr, das Fahrzeug ist offen. Springen wir direkt in diese Kachel. Auch diese Ansicht ist so in der Form neu. Und wenn ich jetzt beispielsweise einfach mal eine Türe öffne, das ist jetzt die Fahrerseite, und zudem noch auf der Beifahrerseite das Fenster öffne, damit es im Video schneller geht, aktualisiere ich einfach den Bildschirm. Dann sieht das Ganze jetzt so aus. Also die Tür geht wirklich auf, das Fenster wird als offen markiert. Das gleiche passiert natürlich auch hinten mit der Heckklappe oder auch vorne mit der Motorhaube. Und das ist definitiv eine Verbesserung. Was ihr jetzt seht, ist, ich habe das Schiebedach geöffnet. Also auch das funktioniert. Der Schriftzug hier oben ist der Name des Autos. Können wir auch mal gerade reinspringen. Dann seht ihr, dahinter verbirgt sich jetzt die Fahrzeugverwaltung. Da ist mein Enyaq drin. Ihr könnt auch einen neuen hinzufügen. Ich könnte ihn jetzt auch umbenennen und löschen. Auch das einfach ein bisschen ordentlicher gestaltet. Auf dem Bild könnt ihr rumdrücken, wie ihr wollt. Da passiert nichts. Was ihr auch schon gesehen habt, ist das Aktualisieren. Das gab es ja auch schon in der alten App. Was da ein bisschen schade ist, auch die neue App, also die Beta, zeigt euch hier nicht an, wann hat er das letzte Mal Daten beim Server abgerufen und wann hatte der Server das letzte Mal Daten empfangen. Das wäre natürlich auch noch ein super Hinweis. Springen wir gleich ins nächste Menü. Das ist die Reichweite und hier seht ihr direkt auf der ersten Kachel, ihr seid nicht angeschlossen. Deswegen ist das hier auch ausgegraut, sonst könntet ihr hier direkt das Laden aktivieren. Ihr seht den SOC
und die Reichweite in Kilometern. Hier übrigens eine schöne Geschichte. In der vorherigen Beta stand hier nur die Reichweite und aufgrund von Beta-Tester-Feedback, unter anderem auch von mir, haben sie dann hier auch die Prozentzahl direkt mit hineingebracht. Rufen wir das Menü auf, seht ihr auch hier eine komplett überarbeitete Grafik. Ihr seht, wie viel in der Batterie ist. Ihr seht, bis wie viel geladen werden würde und was nicht geladen wird. Neu, sämtliche Einstellungen sind unter dem 3-Punkt-Menü hier oben. Da könnt ihr im Prinzip alles einstellen, was ihr auch unter dem Ladepunkt hier im Auto einstellen könnt. Das Einzige, was Sie zusätzlich noch hier hingelegt haben, ist die Ladegrenze einstellen, weil das die am häufigsten aufgerufene Funktion ist. Dafür müsst ihr dann nicht in das Menü. Warum man jetzt dieses 3-Punkt-Menü hier einführt und nicht die Sachen hier unten drunter setzt, das sei mal dahingestellt. Nachher gucken wir uns natürlich auch noch das Laden an. Gleich gucken wir uns auch noch das Laden an. Ich bin bei mir in der Tiefgarage, damit ich mein Auto an die Wallbox anstecken kann, euch das auch noch zeigen kann. Er ist jetzt angesteckt, der Ladevorgang ist nicht gestartet und dann sieht das so aus in der App. Dann habt ihr nämlich den Wagen einmal gedreht. Ihr seht jetzt die andere Hälfte, die ihr sonst nicht seht, und ein graues Kabel ist an dem Auto dran. Ich habe kurz das Kabel neu dran gesteckt, damit die Wallbox loslegt. Er leuchtet hier auch grün und daraufhin hat sich das Ganze natürlich auch in der App verändert. Und ihr seht jetzt, hier ist das Ladekabel auch grün geworden und zeigt an, dass der Vorgang aktiv ist. Und jetzt springen wir noch schnell hier unten in das Menü und da ist nichts Neues oder Weltbewegendes. Da seht ihr nach wie vor die Ladeleistung, die Dauer und das Ende. Ich habe euch eben gesagt, es gibt keine neuen Funktionen und Škoda hat mir das auch so gesagt, doch eine habe ich direkt hier entdeckt. Das Thema Ladeorte oder Charging Locations. Ihr seht, eine ist vorhanden, die habe ich natürlich auch hier im Auto. Neu anlegen könnt ihr sie nach wie vor nur im Auto, da ist sie, Home. Aber sobald ihr einmal einen Ladeort angelegt habt, könnt ihr ihn auch in der App konfigurieren. Hier seht ihr genau die Einstellungen, die ihr auch beim Ladeort hier im Hintergrund im Auto vornehmen könnt. Das ist eine neue Funktion, die kenne ich so aus der alten App nicht. Also es ist tatsächlich so, dass sie auch neue Features einbauen. Sie sprechen scheinbar nur noch nicht darüber. Weiter das Menü mit der Zieltemperatur. Dort könnt ihr es direkt hier ein- und ausschalten. Auch hier eine komplette Überarbeitung der Optik, auch wieder mit diesem Rad hier oben, wo ihr das einstellen könnt, Scheibenheizung, und auch hier sind wieder die beiden Pläne, wie wir es auch aus der alten App kennen. Könnt hier den kompletten Plan konfigurieren, auch den zweiten Plan konfigurieren und habt damit auch hier oben mit dem 3-Punkt-Menü wieder die Einstellmöglichkeiten für das Thema Klima. Kommen wir zum Menüpunkt Karten. Der ist relativ bekannt, der sieht auch in der bisherigen App so aus. Auch die Parkposition vom Auto steht hier unten. Ihr könnt hier drauf entsprechend Ziele suchen. Ihr könnt hier nach eurer Position, nach der Parkposition des Autos gucken. Und ich nehme jetzt einfach mal ein schön weit entferntes Ziel, könnt dorthin die Route berechnen. Das Ganze wie auch in der bisherigen App über A Better Route Planner. Neu ist allerdings, wie es hier aussieht. Ihr seht, es ist noch Beta. Das funktioniert noch nicht so gut. Ihr könnt es natürlich auch editieren oder teilen. Die Knöpfe sind ein bisschen klein geraten, aber richtig schön aufgearbeitet. Das erste Mal bitte dort laden, bis dahin so lang. Ankunft mit 13%. Das ist schon sehr, sehr gut. Jetzt hauen wir hier mal auf an Fahrzeug senden. Nein, wir wollen das nicht. Wir sagen trotzdem senden. Und die Route wurde an das Fahrzeug gesendet. Und ihr seht, im Hintergrund ist die Route auch angekommen. Dann sagen wir anzeigen. Aber das ist ja nichts Neues. Auch das ans Fahrzeug senden geht schon jetzt. Und wenn ich auf Start gehe, dann seht ihr, ist die Route auch direkt im Fahrzeug vorhanden. Kommen wir zum Menüpunkt Status. Keine Funktion ist hier neu.
Neu ist lediglich, dass die Details zum Fahrzeug unter Status sind und nicht mehr in den Einstellungen zu finden sind. Der Fahrzeugzustandsbericht ist überarbeitet worden. Die Symbole sind ein bisschen kleiner, wirkt ein bisschen aufgeräumter. Mehr ist dort allerdings nicht passiert. Beim Thema Service, Fahrzeugdaten und mein Servicepartner passiert bei mir aktuell gerade nichts. In der vorherigen Version der Beta-App hat das bei mir funktioniert. Da kommen halt die Daten von eurem Händler oder eurer Werkstatt. Details zum Fahrzeug, da ist auch nichts Neues drin. Das kennen wir so auch von der vorherigen App. Hier könnt ihr allerdings das Fahrzeug auch nochmal umbenennen, müsst es aber nicht. Ihr könnt es ja auch vorne auf dem Hauptbildschirm machen. Und zu guter Letzt habt ihr hier unten noch die Möglichkeit, die Pannenhilfe anzurufen. Wenn ihr da drauf drückt, dann wird halt hier in dem Fall eine Schweizer Nummer aufgerufen, wo ich Hilfe bekomme. Schauen wir noch bei den Einstellungen hinein. Was mir hier schon gut gefällt, es gibt nur noch diese Einstellungen und nicht wie in der alten App hier unten zunächst noch mehr und dann da oben nochmal ein Zahnrad für die Einstellungen. Das ist definitiv eine Vereinfachung. Hier erwartet uns im Prinzip nichts Neues, lediglich auch hier wieder Sachen anders angeordnet. So finden wir jetzt hier neu das Thema Abonnements. Unter Abonnements finden wir die Škoda Connected Services und die Data Services. Die gibt es ja auch in der alten App. Dort waren sie lediglich unter Mehr und dann Serviceüberblick. Dann haben wir hier noch das Thema Feedback zum Fahrzeug. Das ist aktuell noch nicht verfügbar. Das wird dann künftig verfügbar sein. Soweit ich weiß, gibt es das auch in der alten App. Obwohl ich es da gerade nicht weiß, wo es ist, müsste ich nachgucken. Und ansonsten erwartet uns hier bei den Einstellungen nichts Neues. Ein paar Sachen fehlen noch. Wer jetzt zum Beispiel sagt, hey, wo ist denn das mit der S-Pin? Oder ein paar andere Sachen. Aber wie gesagt, alles Beta. Auch hier könnt ihr nochmal die Fahrzeuge verwalten. Nötig ist es ja nicht. Das geht ja auch schon hier unter Fahrzeug. Ihr könnt hier auch euren Account verwalten. Neu ist sogar das Symbol, also das Bild, das ich ausgesucht habe für mich hier in der alten App, steht da ja lediglich das Kürzel MS. Und ansonsten habt ihr halt hier auch die gleichen Zugriffe wie in der alten App. Und damit beende ich dann auch schon diesen kleinen Rundumflug um die neue Beta-App und kommen wir zu einem kurzen Fazit. Die Beta-Version der MyŠkoda-App. Was sicher auffällt, ist die Geschwindigkeit. Alles lädt fast sofort. Alles funktioniert schnell, auch das Starten der App ist richtig schnell. Das Aktualisieren der Daten in der App, das könnte hier noch verbessert werden, dass man nicht so oft ziehen muss, um es zu aktualisieren. Aber ich bin mir sicher, dass sie da auch noch hintergehen werden. Aber kein Vergleich zur vorherigen Version. Ja, es fehlen noch ein paar Funktionen der vorherigen App. Ob die kommen, ob die nicht kommen, weiß ich nicht. Das werden wir dann sehen. Und das neue Feature mit den Ladeorten, da kann man drüber streiten, ob man das braucht oder nicht. Ich weiß, viele von euch würden sich neue Funktionen wünschen, wie das Öffnen und Schließen des Autos in der App und ähnliches, aber das ist nicht der Fokus dieser neuen MyŠkoda-App. Auf der anderen Seite, die Verbesserungen, die sie gemacht haben, die sind schon gut. Und ich bin froh, dass sie da nochmal dahinter gehen und sich um das Thema kümmern und die App nicht einfach so sein lassen, wie sie ist. Und jetzt bist du gefragt. Schreib mir in die Kommentare, was du darüber denkst, wie du diese neue Designsprache der App findest. Findest du, dass die Bedienung besser geworden ist? Was sagst du zu dieser App? Was wünschst du dir noch? Aber bitte nicht nur neue Funktionen, sondern auch, wo erscheint dir was unlogisch in der App? Alles bitte gerne unten in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da. Und falls du noch kein Abonnent bist, dann abonnier doch den Kanal, damit du künftig nichts mehr verpasst und wir hier als Community noch mehr Reichweite bekommen, damit noch mehr Enyaq-Fahrer hier diesen Kanal finden, Hilfe erhalten und wir noch stärker werden, vor allem auch im Auftritt gegenüber Škoda. Vielen Dank. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns auch im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin, bleib energiegeladen.